Herzlich willkommen im Atelier bei Anne Bross. Heute werde ich ein Acrylbild malen und dabei Blattmetall verwenden. Wie ihr seht, gibt es das in solchen Blättern. In dem Fall ist es ein Goldton. Ich habe mir Kleber auf das Blatt aufgebracht und habe jetzt dieses Gold aufgelegt. Das streiche ich mit einer Spachtel flach darauf und schon sind 2 Goldflächen beschichtet. Und jetzt kann die Malerei als solche beginnen. Ein grüner Metallic-Ton passt sehr gut zu dem goldenen Blattmetall. Das trage ich jetzt hier auf. Mit ein bisschen weißer Acrylfarbe mache ich weiter und nehme auch noch den Rest dieses Grüns hinzu, sodass das ein bisschen unterschiedliche Farbtöne ergibt. Das sieht jetzt schon mal sehr gut aus. Ich habe hier eine Schablone für Kreise und da male ich jetzt mit einem schwarzen Stift diese Kreise auf. Ich wiederhole es noch einmal, weil mir das zu dünn war. Das konnte man nicht so gut sehen. Jetzt mache ich es mit einem etwas dickeren Stift. Das bleibt nicht so, das soll nur als Orientierung dann dienen, weil man immer so schlecht wirklich runde Kreise frei Hand ziehen kann. Nun arbeite ich mit weißer Acrylfarbe und einem kleinen, schmäleren Pinsel weiter.
Nun arbeite ich mit einer Acrylgoldfarbe diese Kreise aus. Das ist etwas schwierig, weil diese Goldfarbe, die wird an der Luft sehr schnell wieder hart. Ich gebe etwas Verzögerer, Retarder hinzu. Das heißt, der Trocknungsprozess wird dadurch verzögert. Leider muss ich aber feststellen, dass dadurch die Goldfarbe wesentlich dünner wird, was mir auch wiederum nicht gefällt. Und deswegen beschließe ich dann, die Goldfarbe wieder direkt aus der Tube aufzutragen, nicht auf den Teller zu geben, weil eben, wie gesagt, an der Luft diese Metallic-Farbe sehr schnell trocken und hart wird und sich sehr schnell verdickt. Ich trage das dann nochmal auf. Wie ihr seht, jetzt ist es fertig. Es sind schöne Goldringe geworden. Jetzt habe ich mir eine Türkisfarbe angemischt aus dem zuvor verwendeten Grün und habe da einen Blauton dazu gemixt, um dieses Türkis zu erhalten. Damit will ich jetzt dunklere Stellen ausarbeiten. Im Anschluss nach dem Auftragen des Türkistones nehme ich einen trockenen Pinsel und verstreiche und verblende das möglichst schnell und zügig. Nun nehme ich mir ein Krepptuch, ein Papiertuch und trage da noch etwas weiße Farbe auf an bestimmten Stellen, damit das ein bisschen milchiger und durchscheinender wird.
Das funkelt und glänzt wunderbar und sieht sehr schön aus. Ich danke euch fürs Zuschauen. Eure Anne Bross. Ciao.